Hi, heute zeige ich euch mein kleines Werkelwerk oder, wie es manche auch liebevoll nennen, der begehbare Werkzeugkasten. Willkommen bei Toolsinnig. Ja, im Prinzip war's das. Platz ist natürlich das größte Thema in so einer kleinen Werkstatt. Auch wenn es nicht unbedingt danach aussieht, hier sind unterschiedlichste Materialien und ein paar kleine Geräte ziemlich sortiert verstaut. Ich bin euch aber auch nicht böse, wenn ihr mir das jetzt nicht glaubt. Feste Arbeitsstationen sind mir bei der kleinen Fläche zu beengend. Mir fehlen ja schon beim Schraubstock hin und wieder ein paar Zentimeter, um etwas besser einspannen zu können. Alles wird im Prinzip dann aufgebaut, wenn es gebraucht wird, gereinigt und wieder abgebaut. Solange in den Arbeitsschritten nichts schief geht, ist das aber gar nicht so schlimm. Ja, ist ja gut. Ich baue hier ständig um, wenn ich an Projekten bin. In so einer kleinen Werkstatt zu arbeiten, hat aber auch seine guten Seiten. Ich muss nicht weit laufen. Da ich in letzter Zeit sehr viel mit Holz gearbeitet hatte, kam mein kleiner Werkstattsauger alleine nicht mehr hinterher. Zu schnell voll, Filter dauernd dicht, ihr kennt's wahrscheinlich. Also baute ich mir die bekannte DIY-Lösung eines Abscheiders nach, was auch sehr gut funktionierte, bis mein Sauger sehr überraschend, aber dauerhaft den Dienst quittierte. Sein Nachfolger kam mit etwas mehr Bums daher, was ja grundsätzlich super ist, mein kleines Provisorium aber hart an seine Grenzen brachte. Ich werde mir darum als nächstes eine Ausbaustufe meines Absaugprovisoriums basteln, die hoffentlich etwas optimierter für die höhere Saugleistung läuft. Ein paar Werkzeuge sind noch mehr oder weniger clever versteckt und lassen sich bei Bedarf schnell hervorholen. Der Rest steht möglichst offen und schnell greifbar herum und wartet auf seinen Einsatz. Schranktüren funktionieren hier drin nicht. Hinten rechts seht ihr den Frästisch von vorhin, wenn er aufgeräumt ist. Ein vernünftiger Rollwagen für die beiden Sägen wird auch eines der nächsten Projekte werden. Wenn es gut läuft, schaffe ich es vielleicht sogar, den Frästisch noch sinnvoll zu integrieren. Ich denke, meine Werkzeugauswahl ist nicht besonders interessant. Im Grunde frage ich mich bei jeder Anschaffung, ob mir das Werkzeug für eine anstehende Aufgabe etwas bringt. Kann ich damit schneller oder qualitativ hochwertiger arbeiten? Wie oft werde ich das Werkzeug danach noch einsetzen? Und wie viel Platz braucht es, wenn ich es nicht nutze? Der ist nun mal begrenzt. Im Grunde sind alles die üblichen Verdächtigen im Hobbybereich. Geräte und Marken, die jeder kennt, die gerne empfohlen werden, bewährt sind und kein Riesenloch ins Budget reißen. Wenn ihr Fragen zu den Werkzeugen habt, beantworte ich sie aber natürlich gerne in den Kommentaren. Ich hoffe, mein kleiner Werkstattrundgang hat euch gefallen und ich konnte euch ein Bild vermitteln, wie ich arbeite. Wenn ihr möchtet, bleibt dabei. Im nächsten Video geht es um meine Mini-Absauganlage. Bis dahin, danke fürs Zusehen und bis bald.